Die sind heute ausnahmsweise mal da. Bis heute hatte niemand hier den Schneid, mal zuzugeben, dass es falsch war, dass es Blödsinn war, dass sie hier eine Lüge politisch missbraucht haben. Das ZDF wurde dazu gezwungen. Übrigens, Herr Haseloff, wissen Sie, wo die Geschäftsführerin von Correctiv jetzt ist? Die ist jetzt im Beraterteam von Robert Habeck. Super, das ist eine steile Karriere, kann sich jeder zusammenzählen, wie das hier läuft. Hey Leute, herzlich willkommen. Stellt euch mal vor, ihr werdet gezwungen, Geld zu zahlen, damit euch öffentlich-rechtliche Sender manipulieren und politisch einseitige Märchen erzählen. Ulrich Siegmund bringt in dieser Rede knallharte Fakten auf den Tisch und zeigt, warum die Rundfunkzwangsabgabe sofort weg muss. Schaut rein, das wollt ihr nicht verpassen. Und hey, wenn euch das Thema genauso aufregt wie uns, dann lasst ein Abo da, gebt dem Video ein Like und haut eure Meinung in die Kommentare. Wir wollen wissen, was ihr dazu denkt. Auf geht's! Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Viele Menschen in diesem Land fragen sich ja zu Recht, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass so ein wunderschönes Land wie Deutschland mit so einer stolzen Geschichte in so kurzer Zeit sehenden Auges eigentlich alles gegen die Wand fährt, was wir hier über Jahrhunderte wirklich aufgebaut haben. Und diese Frage, die stelle ich mir auch. Seit über 10 Jahren stelle ich mir diese Frage, wie es so schnell so schlimm werden konnte. Und man kann sie inzwischen beantworten. Es ist nur möglich, weil wir es in diesem Land mit einer vierten Gewalt zu tun haben. Eine vierte Gewalt der medialen Desinformation, auf die immer noch die Menschen reinfallen, die noch immer an einen vollständig neutralen, seriösen und politisch unabhängigen Journalismus glauben. Warum ich das behaupte? Das behaupte ich nicht nur, das kann ich mit Fakten untermauern und darum soll es auch heute gehen. Aber deshalb erstmal vorab die wichtigste Botschaft. Niemand in diesem Land soll gezwungen werden, für etwas zu bezahlen, was ihn politisch manipuliert und was er gar nicht haben möchte. Also weg mit dieser Zwangsabgabe. Die Rundfunkzwangsabgabe ist abzuschaffen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und zwar sofort. Ich werde auch meine Behauptung zu der Desinformation, wie gesagt, gleich untermauern mit vielen, vielen Beispielen, die mich wirklich, also ich bin ja wirklich einiges gewohnt hier, aber wirklich erschaudert haben. Aber erstmal vorab, es geht heute um die Finanzierung. Es geht um das Geld, wie immer. Deswegen vorab, die CDU in diesem Land hat ja die letzte Erhöhung der Rundfunkzwangsbeiträge persönlich mit zu verantworten, indem sie im Bundesrat nicht dagegen interveniert haben. Sie erinnern sich ja, es ist Ihre Verantwortung, dass wir eine Erhöhung überhaupt bekommen haben. Und heute möchten Sie darüber sprechen, wie wir diese Finanzierung in Zukunft gestalten könnten. Sie möchten auch über ein Indexmodell sprechen. Das würde bedeuten, dass man den Menschen noch mehr Geld aus der Tasche ziehen möchte, indem man den Rundfunkzwangsbeitrag einfach an eine fixe Größe koppelt und sich damit die transparente Diskussion erspart, die parlamentarischen Beschlüsse erspart und man automatisch jedes Jahr höchstwahrscheinlich eine Erhöhung hätte bei diesem Indexmodell. Und das möchte ich auch mal mit Zahlen darlegen. Ich habe das einfach mal ausgerechnet. Aktuell haben wir 18,36 € Zwangsbeitrag und wenn wir die durchschnittliche Teuerungsrate der letzten 50 Jahre anlegen würden, hätten wir in 10 Jahren einen Beitrag von 23,32 €. Aber da in den letzten 50 Jahren schöne Jahre in diesem Land dabei waren, gute Jahre, nehme ich einfach mal die Zahlen der Ampelregierung und wenn wir die Zahlen von 22 und 23 als Maßstab nehmen würden, wären wir in 10 Jahren schon bei 36,12 €, eine Verdopplung der Zwangsbeiträge in nur 10 Jahren, ohne Sparmaßnahmen, ohne eine Veränderung am Programm etc. Das kann doch niemand in diesem Land wirklich wollen. Natürlich wollen es einige, nämlich die, die weiter manipulieren wollen. Was wir brauchen, ist, wie ihn die AfD fordert, ein Grundfunk, ein Mindestmaß an neutraler, sachlicher und politisch völlig neutraler Information. Und da bin ich auch schon beim zweiten Teil. Was sind jetzt die Fakten, die mich zu der Argumentation bewegen? Wie kann ich das untermauern? Die letzten Wochen vor der Wahl des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, die waren für mich ein Lehrstück der politischen Manipulation und Desinformation im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir haben im Zuge dieser Präsidentschaftswahl eine Kampagne der Desinformation, der politischen Wertung und der Fake News im öffentlich-rechtlichen Rundfunk erlebt, wie nie zuvor oder wie lange nicht mehr zumindest. Und das möchte ich jetzt an Beispielen festmachen. Alle Beispiele, die ich jetzt erwähne, stammen aus der Zeit um die Wahl herum, Anfang November, Ende Oktober 2024. Alle sind gern später auf Nachfrage belegbar. Der Bayerische Rundfunk. Im Bayerischen Rundfunk bekam der grüne Umweltaktivist und Grünmitglied Hannes Jenecke eine Bühne und sagte, ich zitiere, halten Sie sich fest, meine sehr geehrten Damen und Herren, man wundert sich, dass jeder Schulattentäter erfolgreicher war als der Schütze bei Trumps Wahlkampfauftritt. So eine Aussage im öffentlich-rechtlichen Rundfunk von einem Grünen. Übrigens, dieser Grüne lebt in Los Angeles und am Ammersee. Und da frage ich mich, wie er die 9.500 Kilometer klimaneutral mit seinem Lastenfahrrad zurücklegt. Aber das ist eine andere Frage. Es wird aber noch verrückter.
beim ZDF heute. ZDF heute. Eilmeldung vom 11.09. Eilmeldung ZDF heute. Popstar Taylor Swift will Kamala Harris ihre Stimme geben. Warum bezahlen wir für so einen Schwachsinn Geld? Wen interessiert das, wen diese Dame ihre Stimme gibt? Niemanden. Das ist eine politische Meinungsmache. ZDF heute, kurz nach der Wahl, das ist jetzt wirklich total bekloppt. New Yorker Club lädt zum gemeinsamen Schreien nach Sieg von Donald Trump ein. Das ist eine Meldung beim ZDF heute wert. Dafür sind die Menschen in diesem Land gezwungen, Zwangsbeiträge zu entrichten. Wem will man denn das hier noch erklären? Es wird übrigens noch absurder. Georg Restle, kennen ja vielleicht einige, hochbezahlter Redaktionsleiter bei Monitor. Der ist der Meinung, dass Donald Trumps Wahlsieg sinnbildlich für den Siegeszug der toxischen Männlichkeit steht. Ich glaube, das sehen Millionen von Frauen in den Vereinigten Staaten anders, die nämlich Donald Trump ihre Stimme gegeben haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Frau Siebauer-Seitz, Trump möchte ja illegale Personen abschieben, er möchte eigene Rechtslage umsetzen, so wie es sich gehört, so wie wir es uns in Deutschland auch wünschen würden, eigenes Recht umsetzen. Was macht aber das ZDF daraus? Er möchte, Zitat, Zuwanderer möglicherweise mit Gewalt aus dem Land vertreiben. Das ist für das ZDF das Synonym von Abschiebung. Und jetzt, das ist wirklich, das schießt eigentlich den Vogel ab. Trump hatte ja fast 60% in Florida. Fast 60% in Florida. Und was schreibt darüber die Tagesschau? Im US-Bundesstaat Florida sorgt der sich abzeichnende Wahlsieg von Trump für getrübte Stimmung. Alles klar. Bei wem? Bei den 40%? Wen interessiert das? Haushoch gewonnen, das ist die entscheidende Botschaft. Wen interessieren solche Meldungen? Im Bayerischen Rundfunk wurde am 5.11. behauptet, dass es durch Trumps Wahlsieg bald mehr Hitze und Extremwetter in Deutschland gebe. Und Phoenix interviewte zum Wahlsieg einen US-Experten in Anführungszeichen und bat um eine Einschätzung der Wahl, erzählt aber keinen Ton davon, dass dieser US-Experte ein gut bezahlter Wahlkampfmanager von Barack Obama war, eine völlige Antipathie zu Trump hat, demzufolge war natürlich auch seine Einstellung, aber kein Wort zu diesen Hintergründen. Bei der Tagesschau wird das Wort Abschiebung mit Deportation übersetzt. So einfach macht man es nicht um da unterbewusst die Menschen halt zu manipulieren. Ich habe aber noch weitere Beispiele, unabhängig von Trumps Wahl, die einfach mal verdeutlichen, was hier in diesem Land los ist. Übrigens gleich auch regionale Beispiele. Allein im Januar 2024 wurden 90 Personen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Studiogäste, Demo-Teilnehmer oder Passanten interviewt, die allesamt entweder selbst Politiker oder Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks waren. In keinem Punkt wurde das so ganz klar genannt. Das ist eine politische Manipulation der Menschen. 90 Fälle nur im Januar, alles verschwiegen. Dann regional beim MDR, da wird es nicht besser. Fakt ist, hatten wir eine Talkshow hier zum Thema Corona-Maßnahmen auf dem Prüfstand. Gäste aus dem Publikum wurden interviewt. Dabei waren 3 Politiker oder 3 politisch Aktive, ein Kreistagsmitglied, ein Landtagskandidat, ein Bürgermeister. Kein einziges Mal eine politische Nennung dieser Menschen. Und beim MDR auch, Fakt ist, und das schießt hier regional zumindest den Vogel ab, da wurde knapp 4 Minuten lang ein Studiogast in Anführungszeichen zum Thema Migration, Klima und, wie könnte es anders sein, zur AfD interviewt. 4 Minuten. Der Mann ist grünen Nachwuchspolitiker, RBB-Mitarbeiter und Antifa-Aktivist. Kein Wort dazu, wo ich mir sowieso die Frage stelle, wie ein Antifa-Aktivist überhaupt beim RBB arbeiten kann. Was werden da für Leute durchgeschleppt? Warum müssen wir sowas bezahlen? Und zum Schluss, meine sehr geehrten Damen und Herren, was nicht fehlen darf. Das ZDF hat bis zuletzt an diesem Märchen der Potsdamer Kaffeerunde festgehalten, von Deportationsplänen gesprochen und wurde jetzt vom Landgericht Hamburg endlich gezwungen, das zu löschen. Sie sind dem Beschluss nachgekommen und das ZDF hat wie argumentiert, dass sie so lange daran festgehalten haben? Man hatte damals keine Zeit, eigene Recherchen anzustellen. Man musste einfach das übernehmen, was Korrektiv da geschrieben hat, bis endlich der Gerichtsbeschluss jetzt kam. Und da frage ich mich genau, das ist der Qualitätsjournalismus? Dafür bezahlen wir hier 9 oder 10 Milliarden Euro, dass man so eine Aussage hat? Also ganz ehrlich, übrigens halten Sie alle ja bis heute an diesem Märchen fest, trotz eindeutiger Gerichtsbeschlüsse. Herr Haseloff, Sie sind heute ausnahmsweise mal da. Bis heute hatte niemand hier den Schneid, mal zuzugeben, dass es falsch war, dass es Blödsinn war, dass Sie hier eine Lüge politisch missbraucht haben. Das ZDF wurde dazu gezwungen. Übrigens, Herr Haseloff, wissen Sie, wo die Geschäftsführerin von Korrektiv jetzt ist? Die ist jetzt im Beraterteam von Robert Habeck.
Super, das ist eine steile Karriere, kann sich jeder zusammenzählen, wie das hier läuft. Dann die permanenten Übergriffe und Gewaltdelikte, die jeder Mensch der sehenden Auges in diesem Land hier mitkriegt. Wie wird darüber im öffentlich-rechtlichen Rundfunk berichtet? Beim NDR macht man aus Messerangriffen in Rostock eine, Zitat, mutmaßliche Schlägerei. Kein Wort zur Täterbeschreibung, in anderen Quellen ganz sauber als, Zitat, arabisch aussehend definiert. NDR lässt es komplett weg. Warum, wissen wir doch alle. Dann die ganzen vermeintlichen Experten, wenn ich das immer schon höre, ja. David Begrich, Miteinander e.V. Geschäftsführer, mit Millionen Euro Steuermitteln ausfinanziert durch die CDU hier im Land, wird als Rechtsextremismusforscher dargestellt. Er publiziert für die Linke, publiziert für die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sie schleppen die ganzen Linken hier finanziell durch, die dann beim MDR als Experten dargestellt werden. Dann Johannes Hilje. Johannes Hilje ist ja im Wettkampf mit Ihnen, weil er auch mittlerweile einer der besten AfD-Wahlkämpfer ist, weil er so offensichtlich das ganze Ding hier durchzieht. Er wird als Politikberater oder Experte beim ARD und ZDF publiziert, gehört inzwischen auch zum Beraterteam von Robert Habeck. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist so offensichtlich und wer sich weitere Quellen mal angucken möchte, dem empfehle ich ganz klar bei X, ehemalig Twitter, ÖRR-Blog, hervorragend, jeden Tag solche Fakten. Man sieht also ganz klar, durch eine Mischung aus Manipulation, Weglassen, Framing, falschen Übersetzungen, Fake News, politischer Propaganda ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinem Anspruch, irgendwie neutral zu berichten, schon lange nicht mehr nachgekommen. Das Vertrauen ist verloren. Über 80% der Menschen in diesem Land möchten keine Zwangsabgabe. Und deswegen, ich komme zum Schluss, Herr Präsident, lassen Sie uns nicht darüber reden, ob ein Indexmodell richtig ist oder wie man die Finanzierung gestaltet. Lassen Sie uns darüber überlegen, wie wir so schnell wie möglich diese Zwangsabgabe abschaffen, spätestens natürlich mit einer Regierungsübernahme der AfD hier im Land Sachsen-Anhalt im Jahr 2026. Dankeschön.